Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zum dritten Advent 2025 habe ich wieder eine wunderschöne klassische Torte für euch. Dieses Mal ist es ein Lebkuchenbiskuit mit einer schönen Apfelfüllung und einer leckeren saure Sahnecreme. Das Ganze natürlich obenauf wunderschön weihnachtlich dekoriert. Es ist eine Torte für den Advent oder aber auch für die Festtage. Ganz besonders schön geeignet für größere Runden. Bevor wir ins Rezept starten, möchte ich euch gerne den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Das ist Edurino. Es ist ein wunderschönes Geschenk für Kinder. Bei Kindern von 4 bis 8 Jahren, also im Vor- und Grundschulalter, ist man manchmal so etwas ratlos und möchte natürlich auch etwas schenken, was etwas Mehrwert hat und nicht nur Spielzeug ist. Ja, und genau das bietet euch die App Edurino mit ihren wunderschönen Spielfiguren und dem Stift, den die Kinder dann auch wunderbar benutzen können. Und mit diesem Stift und den Figuren, die alle super süß gestaltet sind, geht das Kind dann auf eine Reise durch das Edurino-Land und lernt spielerisch Zahlen, Formen, Farben, Geometrie, etwas lesen und schreiben. Also je nachdem, für welches Alter man die App sozusagen nutzen will, gibt es verschiedene Spielfiguren, die das Kind dann nutzen kann. Und die Kinder haben ihre helle Freude daran. Ihr habt dann euer Pad und da kann jetzt hier die passende Figur ausgewählt werden. Die Figuren gibt es einzeln oder im Bundle zu kaufen. Das ist, glaube ich, der Robin. Den wähle ich jetzt mal aus hier. Dann startet das Spiel, indem das Kind die Figur hier drauf stellt. Und das Kind kann dann einfach mit dem Stift die Aufgaben, die jetzt hier kommen, lösen. Und hier seht ihr auch die Landkarte. Ich habe da mal schon so ein bisschen gespielt. Ich bin ja eigentlich kein Spielkind mehr, aber auch mir hat Spaß gemacht. Und ihr seht, das funktioniert ganz gut. Und wenn das Kind das geschafft hat, gibt es auch immer ein Lob. Ja, und zum Verpacken des Ganzen gibt es dann auch noch ein schönes Mäppchen. Da können die Figürchen rein und der Stift kann da rein. Ich finde, das ist ein richtig tolles, nützliches Weihnachtsgeschenk, was aber nicht nur aufs Lernen abzielt, sondern eben auch Spielspaß bereitet. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Mit dem Code SUGARYT22 bekommt ihr bis zum 19.12. 22% Rabatt auf das gesamte Edurino-Sortiment. Viel Spaß beim Stöbern und wir starten in unser Tortenrezept. Wir starten ins Rezept mit dem Biskuit, den am besten am Vortag backen. Das ist mein Schokobiskuit. Den könnt ihr etwas verfeinern mit einem Teelöffel Lebkuchengewürz und etwas Schokolikör. Am Vortag backen, auskühlen lassen in der Form und einfach abgedeckt im Kühlschrank oder draußen, wenn es kalt genug ist, lagern, eine Nacht lang. Dann lässt er sich am nächsten Tag wunderbar schneiden. Den stellen wir uns gerade noch beiseite und kümmern uns erstmal um die erste Füllung, nämlich um unsere Apfelfüllung. Für die Apfelfüllung benötigt ihr 600 Gramm Äpfel und zwar in Stücken. Ich habe mir also einfach so 800 Gramm abgewogen und dann habe ich die geputzt, geschält und gerade so in kleine, schöne Stückchen geschnitten. Ihr könnt auch noch ein bisschen Zitronensaft drüber träufeln, dass sie euch nicht braun werden. Dann brauchen wir hier unser Schüsselchen zum Anrühren des Vanillepuddingpulvers. Da geben wir einfach Vanillepuddingpulver, eine Packung, zum Kochen in ein Schüsselchen. Und hier kann ich jetzt auch schon den Zucker hinzugeben. Da habe ich so ungefähr 30 Gramm. Gerade ein bisschen verrühren vielleicht. So, und hier habe ich meinen Apfelsaft. Ich habe jetzt hier klaren Apfelsaft genommen, 350 Milliliter. Davon nehme ich einfach so ein paar Esslöffel ab, so 4 bis 6 und rühre mir die Stärke an. So, denn daraus werden wir uns ja gleich dann auch einen schönen Pudding kochen, damit wir die Fülle gut auf unsere Torte bekommen. Ein bisschen Vanillepaste kann ich gleich auch noch dazugeben, entweder jetzt oder nachher, ungefähr einen Teelöffel. Das verstärkt unser schönes Vanillearoma. Gerade noch mit einrühren. So, los geht's. Wir kochen uns den Pudding. Den restlichen Apfelsaft in einem Topf erwärmen. Und hier können wir jetzt auch unser angerührtes Pulver dann hinzufügen. Ich sehe hier richtig schön die kleinen Vanillepünktchen von der Vanille. Super lecker. Gerade unterrühren, einmal aufkochen, 1 Minute kochen lassen, dann können wir die Äpfel hinzugeben und das Ganze noch ein bisschen köcheln lassen und eindicken lassen und dann lassen wir es abkühlen, damit wir es dann auch gleich auf den Boden geben können. Sobald das Ganze so ein bisschen dicklich wird, die Hitze runterstellen und jetzt 1 Minute einkochen lassen, auf minderer Hitze natürlich. Wunderbar, jetzt können wir auch schon die Äpfel dazugeben. Und das noch so ein bisschen schön unterheben, dass unsere Äpfel schön gebunden werden und eine schöne Masse ergeben, die wir dann auf dem Biskuitboden verteilen können. So, und ihr seht, das wird dann schön dick. Jetzt lassen wir das so ein bisschen abkühlen
und können uns schon mal den Biskuit dann auch schneiden. Den Biskuit habe ich mir, wie gesagt, am Vortag gebacken und ihr seht, wie wunderschön hoch der wird. Es ist einfach der Wahnsinn. Ganz, ganz gerade, also da könnt ihr nichts mit falsch machen. Für die, die es noch nicht kennen, ich verlinke es auch gerne in der Infobox, in der Videobeschreibung hier unter dem Titel direkt. So, dann gucken wir mal. Ja, da seht ihr, wunderschön hoch geworden. Perfekt übrigens auch diese Form, die backt einfach fantastisch und man kann auf dieser Form auch servieren. Kann ich euch auch nur empfehlen, die bekommt ihr auch bei mir im Shop. Dann ziehen wir uns das Backpapier ab. Und jetzt braucht man ein richtiges Werkzeug, um gerade Böden schneiden zu können. Ich kann euch dieses Tortenmesser nur empfehlen. Viele von euch haben sich das schon gekauft und sind damit absolut happy. Ich kann euch auch sagen, bevor ich dieses Messer hatte, waren meine Böden ziemlich oft schief und schräg und krumm. Und es nervt einfach, wenn man sich so viel Mühe gibt und am Ende dann einfach einen schiefen Boden hat. Deswegen hier könnt ihr einstellen auf die richtige Höhe. Wir sind hier schon auf 2 cm, wo ich es auch haben will. Da schneide ich mir jetzt den untersten Boden raus. Und ihr seht, das geht wirklich super, super einfach. Und schaut mal, was für ein fantastischer, fluffiger Boden das ist. Dann schneiden wir uns das Ganze nochmal. 1,5. Nochmal durchschneiden in der Mitte. So, also das geht wirklich wunderbar durch. Und ihr seht, jetzt haben wir 3 fantastische Böden. Also besser geht es nicht. Kauft sie bitte nicht. Macht sie nach meinem Rezept. Es klappt auf jeden Fall. Ihr müsst einfach alle Tipps und Tricks berücksichtigen. Dann klappt das. Keine Angst vor Biskuit. Und es schmeckt einfach so, so viel besser als ein gekaufter Biskuit. Die werden wir uns jetzt gerade noch beiseite stellen. Wir brauchen nur den untersten Boden, also den 2 cm Boden. Und die restlichen verwenden wir dann später. So, der Aufbau ist folgender. Tortendrehplatte, Sugar Princess Cake Board, ist richtig stabil. Damit könnt ihr eine Torte fantastisch verheben. Eine Tortenpappe, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch eine goldene Spitze dort drauflegen. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber macht nichts. Drumherum stelle ich mir jetzt den Sugar Princess Tortenring. Den gibt es in verschiedenen Höhen. Ich habe jetzt hier die Höhe 10 cm. Nicht zu fest ziehen, damit wir die anderen Böden auch noch gut reinkriegen. Dann einfach hier Klick machen und der Tortenring sitzt. Das finde ich ziemlich genial an diesem Ring. In diesem Ring könnt ihr übrigens auch backen. Also der ist nicht nur für das Schichten von Torten geeignet, sondern natürlich auch fürs bodenfreie Backen. Auf diesen untersten Boden werden wir jetzt schon unsere wunderbaren Äpfel verteilen. Der Boden duftet auch lecker nach Lebkuchengewürz. Und diesen Boden könnt ihr natürlich auch abwandeln. Da könnt ihr auch Zimt stattdessen verwenden oder Spekulatius, also was eurer Familie und euch am besten schmeckt. Alles schön glatt streichen. Ich verwende dazu die Sugar Princess Streichhilfe. Ist ein super Werkzeug. Damit kommt man in alle Tortenhöhen und Tiefen und Breiten hinein und muss sich da nicht einen abbrechen, weil man irgendwie mit dem Stiel der Palette ans Tortenrandende kommt. Also das ist wirklich ein super Werkzeug. Gerade alles schön glatt verstreichen, dass wir eine schöne gleichmäßige Apfelebene haben. Jetzt brauchen wir hier den mittleren Boden oben auf. Gerade vorsichtig so ein bisschen festdrücken und oh, der duftet so lecker nach Lebkuchengewürz. Richtig toll und der ist so schön fluffig. Jetzt stellen wir das Ganze kurz kalt, damit die Apfelfüllung noch ein bisschen weiter abkühlen kann. Und da in der Zeit können wir uns dann unsere Quarksahne zubereiten. Für unsere Quarksahne nutze ich Gelatine und zwar 5 Blatt, gerade in kaltem Wasser einweichen. Ihr könnt aber auch natürlich Agatine verwenden. Gerade 5 Minuten einweichen. Und während unsere Gelatine einweicht, gebe ich mir den Quark in eine Schüssel. Ich verwende hier 500 Gramm Quark Halbfettstufe. Ihr könnt aber auch Magerquark verwenden. Da könnt ihr einfach mischen. Hauptsache es sind 500 Gramm. Dann kommt hinzu saure Sahne. 200 Gramm. Das schmeckt einfach so lecker. Hinzu kommt dann auch noch 50 Gramm Zucker. Und ich gebe wie immer etwas Vanilleextrakt hinzu. So ungefähr 1 bis 2 Teelöffel. Sagen wir mal 2, dass wir schön vanillig haben. Oder 1,5 so. Ich mache das immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Das alles miteinander verrühren. Sehr lecker.
Gerne auch noch ein bisschen Zitrone dazu, wenn ihr wollt. Zitronenschale, Orangenschale, das passt auch schön. Und natürlich nach eurem Belieben abschmecken. Das einfach nicht vergessen. Ist es genug süß oder soll noch ein bisschen Gewürz rein? Das könnt ihr wirklich ganz frei entscheiden. So, sehr schön. Alles ist verrührt. Die Gelatine ist inzwischen schön gequollen. Also wenn sie einfach so schön weich geworden ist, dann kann man sie dann auch erwärmen. Entweder auf dem Herd in einem kleinen Töpfchen oder einfach in der Mikrowelle. Das geht auch. Einfach hier zwischen den Fingern ausdrücken. In ein geeignetes Töpfchen geben. Ich mache das nämlich immer in der Mikrowelle. Ich erwärme sie jetzt darin, sodass sie sich auflöst. Bitte auch nur erwärmen und auf keinen Fall kochen. Das ist anders als bei der Agatine. Die Agatine muss 2 Minuten sprudeln kochen. Die Gelatine hingegen darf nicht kochen, auf keinen Fall, sonst wird eure Creme nichts. Das Wasser hier kommt weg. So, hier haben wir jetzt unsere aufgelöste Gelatine. Einige Sekunden in der Mikrowelle reichen vollkommen aus. Dazu geben wir jetzt 6 Esslöffel ungefähr von unserer Creme und rühren die mit rein. Und die angerührte Gelatine mit dem Quark hier dazugeben, unter ständigem Rühren. Dann klumpt euch da auch nichts, da könnt ihr sicher sein. Ihr müsst halt nur so ein bisschen schnell sein, also nicht ewig warten, bis alles schon angezogen hat, sondern wirklich zügig arbeiten mit Gelatine ist schon gefragt. So, unser Quark darf jetzt etwas angelieren und in der Zeit können wir uns dann auch schon unsere Sahne steif schlagen und die heben wir dann hier gerade nur unter. 200 Gramm kalte Schlagsahne nun steif schlagen, erst kurz anschlagen und dann erst hochstellen, dann spritzt das Ganze nicht so. So, das reicht auch schon, Sahne ist steif geschlagen. Jetzt heben wir die Sahne einfach hier unter die angelierende Creme. Gerade drauf geben. Die muss auch nicht super fest geschlagen sein, weil die ja eh noch gefestigt wird. So, sehr schön. Gerade nur unterheben. Ach, schaut euch das mal an. Das ist immer wieder schön. Ich habe schon lange keine klassische Torte mehr gemacht, fällt mir gerade auf. Und es macht mir immer am meisten Spaß. Ich arbeite ja immer, wie ihr wisst, lieber mit dem Spatel. Einfach deswegen, weil meistens unten irgendwas hängen bleibt. Und da komme ich dann mit dem Schneebesen nicht so gut hin. Hier kann ich jetzt viel einfacher alles verrühren. Und ihr seht, die ist relativ flüssig, die Creme. Also da braucht man schon ein Festigungsmittel. Die leckere Creme jetzt auf den oberen Boden geben, den mittleren vielmehr. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, eine Tortenrandfolie einzuziehen. Muss man auch nicht unbedingt, aber es lässt sich dann immer etwas schöner noch lösen. Glatt streichen. Eine ganz, ganz zarte und cremige Creme. So, so lecker. Jetzt gebe ich hier den obersten Boden oben auf. Und zwar ist das jetzt sozusagen die Unterseite umgedreht, dass ich eine wirklich schöne scharfe Kante habe. So darf die Torte nun mindestens 4 Stunden, gerne auch über Nacht, abgedeckt in den Kühlschrank. Und dann kann man sie final dekorieren. So, hier ist unsere Torte nach der Kühlzeit. Einmal vorsichtig am Rand entlang fahren und die Torte vom Rand lösen. So, den Klickverschluss wieder lösen und vorsichtig etwas aufziehen. Und dann können wir auch schon hochziehen. Wunderschön, sieht allein der Rohling aus. Man kann sie natürlich jetzt ganz klassisch eindecken, an den Seiten und oben. Ich werde sie nur oben eindecken mit Sahne und die Seiten freilassen. Ich finde diesen Streifenlook einfach wunderbar und modern. Und dieses Mal soll es so sein. Wir geben uns die Sahne hier oben auf. So, das dürfte reichen. Man kann natürlich auch, wenn man schon weiß, dass man die Seiten nicht dekorieren will, den Ring noch drum lassen und das Ganze mit dem Ring verstreichen ist dann etwas einfacher. Ich kann den auch wieder dran machen einfach. Und das mache ich auch jetzt, sonst habe ich hier Schwierigkeiten. Ich bastel mir den Ring wieder drum. So viel Sahne verwenden, dass nichts mehr durchschlägt von unserem dunklen Boden. Sehr schön. Fertig. Jetzt können wir den Ring nochmal abmachen. Wenn ihr natürlich vorher wisst, ihr wollt den Rand nicht eindecken, könnt ihr natürlich auch den Rand dran lassen und gleich drauf streichen. Und jetzt können wir uns die Torte final dekorieren. So, als erstes werde ich mir die Torte einteilen. Ich habe hier den kleinen Sugar Princess Torteneinteiler. Der ist für 14 Stücke und momentan sind nicht alle Kinder daheim, deswegen nehme ich jetzt 14 Stücke. Der ist ganz günstig, weil man auch in kleinere Torten, in hohe Torten gut reinkommt, selbst wenn der Ring noch drum ist. Möglichst mittig natürlich aufsetzen.
und die Torte einteilen. Sehr schön. Dann habe ich hier schon meinen Spritzbeutel mit der steif geschlagenen Sahne. Die habe ich noch etwas steifer aufgeschlagen. Das ist die Tülle 1M, meine Lieblingstülle. Ihr wisst es, mein Stoffspritzbeutel. Hervorragende Qualität, habe ich schon seit Jahren. Gibt es bei mir im Shop beides, sowie auch alle anderen Utensilien, die ich nutze. Mit meinem Code XMES25 gibt es 10% auf das gesamte Sortiment. Gönnt euch also zu Weihnachten kräftig. Los geht's, wir spritzen unsere klassischen Rosetten. Ich mache sie jetzt absichtlich relativ groß, weil ich große Kugeln verwenden möchte. Ich möchte meine goldenen Schoko-Knusperkugeln verwenden und da muss ich natürlich schon etwas größer spritzen, damit die überhaupt drauf passen. Und die letzte. So, jetzt verwende ich natürlich meine goldenen Weihnachtskugeln in XL. Also die gibt es auch bei mir im Shop zu kaufen. Da müsst ihr euch allerdings ein bisschen ranhalten, wenn ihr sie vor Weihnachten noch bekommen wollt. Dann möglichst bald bestellen. Schaut euch das mal an. Die sind einfach so wunderschön. Die kommen natürlich jetzt hier auf unsere Torte. Richtig schön weihnachtlich, sodass jeder so seine eigene Knusper-Goldkugel hat. Schaut euch das mal an, wie schön das aussieht. Und die letzte. Sehr schön. Ich liebe es einfach, wenn eine Torte so aussieht. Das ist schon wirklich der Hammer. So, die Mitte noch mit ein paar schönen Schokoraspeln verzieren. Gerne auch Schokostreusel nehmen und vielleicht einen Stern in die Mitte positionieren. Dann am besten ein Förmchen verwenden. Jetzt lege ich noch ein wenig Glam auf. Ein paar zusätzliche Kugeln, diese schönen Stangen. Ich finde, das macht den Eindruck dieser Torte dann perfekt. Da sind auch winzige Herzchen dabei, ganz süß. Und winzige kleine Sternchen, die so auch Lebkuchenfarbe haben. Gerne das Ganze auch mit der Pinzette auflegen. So, ihr Lieben, für mich ist die Torte jetzt fertig. Sieht ein bisschen aus wie Sternenhimmel im Winter mit ein bisschen Schnee. Lasst uns diese wunderschöne Torte probieren. Dann lasst uns das gute Stück einmal anschneiden. Und da kommt unsere Weihnachtstorte 2025. Einfach wunderschön. Lasst uns probieren. Ich habe mir hier schon so eine Riesengabel genommen, damit ich einmal durchkomme. Wow, ein Riesenstückchen. Super lecker, fruchtig und sahnig zugleich. Und der Biskuit schmeckt so lecker nach Lebkuchen. Also meine Lieben, eine wirklich weihnachtliche Torte. Sehr, sehr lecker. Fruchtig, fluffig, cremig, alles in einem. Das war meine schöne klassische Weihnachtstorte mit Lebkuchen, Apfel und Quarksahne. Also wirklich eine schöne Kombination. Absolut top weihnachtlich. Ich hoffe, ihr backt das Rezept einmal nach und vergesst bitte nicht, bei Edorino zu stöbern. Denkt daran, bis zum 19.12. nur noch gibt es mit dem Code SUGARYT22 satte 22% auf das gesamte Edorino Sortiment. Geht dort einfach mal stöbern, da findet ihr bestimmt ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und wenn es nicht für Weihnachten ist, dann vielleicht für den nächsten Geburtstag oder vielleicht für die Einschulung. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr für das letzte Video in diesem Jahr. Mal schauen, was ich dann mache, so kurz vor Weihnachten. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Backen, viel Spaß beim Stöbern im Edorino Shop und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss!